Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Anastasia und ich freue mich, eine Nachricht aus meinem Herzen zu dir zu bringen. Die Matrix aufbrechen, erkennen und dahinter schauen. Wir sind in den Bildern, in unserem Verstand, in unserem Leben nach außen gefangen. Dadurch, dass wir dieser Matrix glauben. Das, was wir gelernt haben, dem glauben wir. Und wir haben ja sehr viel auch gelernt, nicht die Dinge zu hinterfragen und schon gar nicht selbstständig zu denken. Durch mein Ereignis 2006, wo ich, ohne es zu suchen, aber wo ich so intensiv mit der Fragestellung beschäftigt war, was will ich wirklich in meinem Leben? Worauf kommt es mir wirklich an? In jedem einzelnen Bereich. Wo ich dann in einer Meditation, ich habe ja sehr, sehr früh mit Meditation schon angefangen, da war ich noch Kind, also Jugendliche. Das, ja, da bin ich in diesem unglaublichen Ereignis mit dem Anteil in mir verbunden worden, der wissend ist, der nicht geboren werden kann und auch nicht sterben kann, der mit allem verbunden ist und der alles ist. Das ist mein Kern, mein Zentrum. Und dieses Zentrum, was ich damals auch verstanden habe, ist in dir genauso drinnen. Und dadurch, dass ich in das Wissen über Jahre von diesem wirklichen Ich bin eintauchen konnte, wurde mir gezeigt, mehr und mehr, die Matrix, das Erdenleben, was wir leben, die Probleme, die Schwierigkeiten, die Ängste, die Katastrophen, die Kriege, all diese ganzen Sachen. Und wie ich selber da aussteigen kann, beziehungsweise das erkennen kann und wie ich die Illusion, die hier passiert, durchbrechen kann. Für unser inneres Wesen, für die unsterbliche Energie, das unsterbliche Bewusstsein, was wir tatsächlich sind. Gibt es keine Trennung, keine Schwierigkeiten, keine Mühsal, kein Geldmangel, keine Kriege und diese ganzen Dinge. Wir denken und haben gelernt, wir wären Menschen hier auf der Erde und in uns, wenn wir das schon zulassen können, im Bewusstsein, wäre eine Seele, die hier reinkommt und dann wieder rausgeht. Oder vielleicht auch inkarniert. Viele haben dieses Bewusstsein auch schon, dass man nicht nur einmal auf der Erde ist. Tatsächlich ist es für unser eigentliches Wesen, was ungetrennt ist und was alles weiß, dass wir unser Sein gar nicht verlassen, aber in unserem vollkommenen Wesen klein, ganz klein, winzig, so groß ist das Wesen, winzig, 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 die Erfahrung als Mensch auf der Erde machen. In uns, nicht umgekehrt. Und diese Erfahrung auf der Erde zum Beispiel, was wir Erde nennen, ist ja nur möglich durch unseren physischen Körper, mit unseren 5 Sinnen und unserem Verstand. Und damit haben wir gelernt zu glauben,
dass das, was feste Materie ist feste Materie und das, was wir sehen, das ist die Realität. Ich war ja bekannte Modedesignerin und kannte die Medien ja gut. Und ich war immer wieder erstaunt, wie die Menschen darauf reagierten. Wenn was in den Medien steht, dann stimmt es ja. Also wir sind konditioniert in diese Matrix. Das ist die Realität, die wir sehen. Und dadurch, dass wir das glauben, was wir sehen, hören und uns Bilder erschaffen, ja, wie viele Sachen hören wir nur und erschaffen Bilder in uns? Ganz konkret. Alles, was du in den Medien hörst, hast du ja in der Regel nicht physisch gesehen. Du hörst es und kreierst daraus Bilder und es ist für dich eine Realität. Vermutlich oder auch nicht. Je nach Bewusstsein. Das sind ganz viele verschiedene Bewusstseine und damit auch ja ganz viele verschiedene Realitäten da. Und dadurch, das ist für unser Sein ein Traum, den wir hier leben. Bewusstsein erfährt sich. Und hier ist ein Bewusstsein, eine Verbundenheit begegnet sich in diesem Traum von Leben als verschiedene Menschen, als Tieren, als Pflanzen, als das, was wir als Realität, sogenannte Realität, wahrnehmen. Und jetzt ist es zusätzlich so, dass in dem Körper, den wir haben, wir sind grundsätzlich unser naturelles Träumen mit Träumen, aber nicht Nachttraum, sondern das Träumen, das Erschaffen von inneren Bildern ist das, womit wir Welten erschaffen. Wir sind göttliche Wesen, alle. Dieses ungetrennte Bewusstsein ist göttliches Bewusstsein. Ja. Und in dem Körper, wo wir in dieser Matrix gefangen sind und einmal, wie sagt man, nach außen gedreht sind, dass außen die Realität anstatt innen ist, erschaffen wir ständig, retardierend, was wir außen erleben. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Finanzschwierigkeiten erleben und wir sehen, immer mehr gehen die Preise hoch, sage ich mal, dann erschaffen wir schon mehr und das Geld wird immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und bei dem erschaffen wir das tatsächlich als wirkliche Realität, weil wir nach außen gehen. Und das, was uns angereicht wird, weil wir glauben und so erzogen wurden, dass außen die Realität ist, damit geben wir unsere gesamte Kraft nach außen weg, glauben das, was uns von außen gesagt wird und meinen, wir sind Opfer der Umstände und der Situation. Ist aber gar nicht die Realität. Ich weiß nicht, ob du das mal hattest, dass du im Traum bemerkt hast, dass du träumst und angefangen hast, aktiv deinen Traum zu gestalten. Hast du das mal gemacht? Es ist sehr interessant, wenn du merkst: „Oh, ich träume ja. Ich muss ja gar nicht diesen Mist träumen. Ich kann ja ganz was anderes träumen.“ Und du fängst da an, reinzuarbeiten. Und so ähnlich ist das hier auch. Wenn wir aufwachen zu dem Bewusstsein, was wir eigentlich sind und sehen, es gibt überhaupt gar nichts, was wir annehmen müssen, was uns von außen angereicht wird. Gar nichts. Es ist nur eine Frage des Erstarkens nach innen und immer mehr nach innen zu glauben und dir selber zu glauben. Und damit die Welt zu erschaffen, die von innen diejenige ist, die du wirklich haben willst. Das ist das alles, worauf es ankommt. Ja. Das ist das Spiel. Wenn wir das erkennen, können wir natürlich unser Leben, was ein Traum ist, plötzlich in die Hand nehmen und ganz neu träumen und ganz neu gestalten. Und das ist auch dasjenige, worauf es ankommt. Das ist jetzt entscheidend. Alles sind Optionen, die dir angereicht werden. Ob ein Krieg kommt, ob du Finanzprobleme hast, ob du, was weiß ich, ob die Welt auseinanderfällt, ob andere Menschen zu doof oder zu gut oder zu was sie sind. Es sind alles Optionen in diesem Traum,
in die Schwierigkeiten weiter träumend, erschaffend reinzugehen oder zu erkennen: „Hey, ich träume ja nur." Und sich wirklich tief zu fragen: „Was ist es wirklich, was du willst, wofür du hergekommen bist, was d deine Aufgabe ist?" Für mich ist es ganz entscheidend, dass die Liebe auf der Erde und das, was wir wirklich sind, nämlich pure Liebe, dass das frei wird. Und auf diesem ganz intensiven Weg, den ich mit 4 Jahren schon wusste, worum ich hier inkarniert bin, ja, und das hatte immer damit zu tun, Menschen zu helfen, sich zurückzuerinnern, wer sie wirklich sind. Damit diese Liebe, die in ihnen ist, frei wird, die Kraft in ihnen, die da ist, frei wird. Ja, das hat mich so viel im Zusammenspiel mit meinem inneren wissenden Wesen erkennen lassen und mir so viel gezeigt, dass wirklich gar nichts unveränderbar ist. Gar nichts eine sogenannte Realität ist, im Außen, die unverrückbar ist, sondern dass das alles eine Reflexion unseres eigenen Bewusstseins ist. Und natürlich ändert sich im Leben absolut gar nichts, wenn ich von innen nicht was neu erschaffe. Wie gesagt, gewohnt sind wir zu retardieren in das, was uns angereicht wird, was wir sehen, das noch zu verschlimmern. Und daraus der Verstand arbeitet damit, da Angst zu machen und das Ganze aufzuplustern, sodass du einfach ganz und gar vergisst, wer du eigentlich bist, dass du nichts von diesen Dingen tun musst. Ich meine, im Traum ist es genauso. Solange ich nicht bemerkt habe, dass ich im Traum eingreifen kann und den Traum träume, dann träume ich vielleicht da meine Dramen daher, bis ich an den Punkt komme und merke: „Hey, ich träume einen Traum. Ich liege im Bett, mir geht es wunderbar. Was träume ich denn da? Will ich das denn überhaupt?" Ja, so ist es mit dem Leben genauso. Dein inneres Wesen ist vollkommen unbeteiligt an dem, was passiert. Wo du Dramen erfährst, ist es in tiefster Ruhe und Stille direkt in dir anwesend. Was? Du kannst es dir nicht vorstellen? Schließe deine Augen. Wir machen eine kurze Meditation. Ich zeig's dir. Fühle, wie du jetzt auf einen sehr, sehr hohen Berg steigst. Und derweil du dort hochsteigst, lässt du alles, was zu deinem Leben dazugehört, zurück. Dein Körper, deine Familienangehörigkeit, dein Zuhause, dein Haus, dein Auto, dein Beruf, deine Kleider, alle Gegenstände, die du besitzt, alle Krankheiten, dein Alter, dein Name, alle Erfahrungen, die du jemals gemacht hast, und steig derweil immer weiter hoch. Alles, was du jemals erfahren hast, alles, was du jemals gedacht hast, und steige weiter den Berg rauf und fühle, wie du immer leichter und freier wirst, indem du einfach alles hinter dir lässt, einfach aus allem herausschlüpfst und immer mehr von dem Ballast einfach unten und nach unten sinkt. Und fühle, wie du jetzt ganz oben angekommen bist. Und jetzt nochmal mit kraftvoller Intention lasse auch deinen Körper nach unten sinken, denn das kannst du ganz liebevoll sanft nach unten sinken lassen. Und fühle, wie du alles losgelassen hast. Identität, Besitz,
Gedanken, Erfahrungen. Und fühle, wie du jetzt als ein freies Lichtwesen, freie Energie in den unendlichen Kosmos schwebst. Schaue, wie groß du bist. Und atme mal tief durch und fühle die Freiheit. Und schaue einmal von dort runter auf dein Traumleben, was du Realität nennst. Und sinke jetzt zurück in deinen Körper, wo du jetzt gerade bist. Fühle deine Füße, deine Beine, deine Arme, bewege deinen Körper und öffne deine Augen. Dazu musst du nicht sterben, nicht deinen Körper verlassen, physisch, um diese Erfahrung machen zu können. Und so wie wir in so einer Meditation, wenn du mehr davon haben willst, schaue auf meine Kurse. Es sind so viele Kurse mit so viel wertvollem Inhalt und Techniken, das wirklich erfahrbar, erlebbar und verwandelbar in deinem Leben umzusetzen, was ich hier sage, sodass dein Leben Reichtum, Freude, Schönheit und Leichtigkeit ist. So wie wir da aussteigen können in einer Meditation. Und das ist ein Wandel vom Bewusstsein. So können wir auch aus allem aussteigen, was wir meinen, was fest ist und was so und so ist und was uns Angst bereitet. Es bereitet uns so lange Angst, wie wir an die Angst glauben. Es bereitet uns so lange Schwierigkeiten, wie wir daran glauben, dass es fest und unveränderbar ist. Ich habe jeden Moment die Möglichkeit, auf die Timeline zu wechseln, die mich sicher in meine Vollkommenheit, Freiheit, Schönheit und neue Zeit führt. Das ist die Timeline, wo ich selber wähle, was ich erfahre. Und solange ich natürlich glaube daran, dass das Außen die Realität ist und ich keinen Einfluss habe, es gibt nicht eine einzige Situation, wo das Außen eine unverrückbare Realität ist. In der Regel sind das Gedanken und Vorstellungen in uns selber, die so fest sitzen und wo wir so fest dran glauben, dass wir da nicht aussteigen können. Schon allein, wenn du das Ho'oponopono anwendest. Und Ho'oponopono ist die eine Weisheit aus Hawaii, ja? Bitte, ich vergebe mir, dass ich Mensch bin und diese menschlichen Erfahrungen habe. Ich liebe mich, auch egal welchen Gurkensalat ich mache. Ja, ich stehe zu mir. Ich nehme die Verantwortung mehr und mehr in die Hand oder ich nehme die Verantwortung für meine Erfahrungen in die Hand. Und ich danke dafür, dass ich diese Erfahrung mache, weil dadurch wachse ich in meinem Bewusstsein. Allein wenn ich das anwende in Situationen, wo ich wieder flupp in die alte Matrix gefangen wurde und davon wieder ganz fest ausgegangen bin, dass diese Realität ist jetzt aber absolut unverrückbar. Und ich erkenne, ja, das sind Erfahrungen in mir, die ich irgendwann mal gemacht habe, die diese Unverrückbarkeit in mir erzeugen. Aber diese Erfahrungen sind auch nichts anderes als Erfahrungen, die kann ich ja wieder auflösen.
Nichts ist in dieser sogenannten Realität reell. Ja? Es ist nur mit diesem Raumanzug Körper und 5 Sinnen und Verstand als solches erfahrbar. Dadurch haben wir auch die Möglichkeit, ein Bewusstsein, alle, das ist eine Einheit, Oneness, eins sein, sich hundertfach, millionenfach, billiardenfach individuell unterschiedlich zu erfahren. Alles ist wie ein Spiel von vielen Spiegeln und Glitzer, Möglichkeit, ganz verschiedene Bewusstseine. Bewusstsein erfährt sich in verschiedenen Bewusstseinen. Das ist es, was hier passiert. Insofern gibt es nicht richtig und nicht falsch, was du erfährst, als dein wirkliches wahres Sein. Denn die Rolle, alles das, was du unten gelassen hast, als du den Berg hochgegangen bist, ist alles nicht du. Das hast du mit dem Raumanzug Körper angezogen und das hast du hier vielleicht so erfahren. Und vielleicht bis heute nie durchschaut, dass das eigentlich gar nicht du bist, sondern du bist dieses vollkommene, ungetrennte Bewusstsein. Je mehr wir das im Bewusstsein haben, umso leichter, freier, schöner, fülliger erfahren wir auch das Leben hier im Körper, in unserem Bewusstsein als Mensch, als göttliches Bewusstsein. Und immer mehr können wir von dem, was wir wirklich sind, leben und durchfließen lassen. Und damit das Ganze in seine Erinnerung, in sein eigentliches Sein, in unsere Ungetrenntheit und tiefe Verbundenheit, die Wirklichkeit ist, zurückführen. Nein, es ist keine schwierige Zeit. Es ist eine Frage, was ich jetzt entscheide. Ich kann ja sagen: „Oh, es ist alles so schwierig“, aber ich kann auch genauso sagen: „Wow, das kommt mir jetzt alles so entgegen.“ Ich wache auf. Ich erkenne, ich kann ja verändern. Es liegt an mir. Ich muss nur tun. Genau das ist es, worauf es ankommt. In dir ist alles da. Nichts fehlt. Es ist das wunderschönste Wesen und das wunderschönste Leben in dir. Ist nur eine Frage, das zuzulassen und nach Hause zu kehren in deine tatsächliche, eigentliche Kraft. Tiefste, tiefste Liebe und tiefstes Wissen über das, was du wirklich bist, lässt mich die Videos machen, die ich mache. Und wenn du weißt, das ist eine Nachricht, die für die und die ganz wichtig ist, schicke es weiter. Und ich freue mich, wenn du noch nicht meinen Kanal abonniert hast, wenn du dieses tust. Und ich freue mich über zahlreiche Kommentare unter diesem Video, weil die dieses Video weiter bei YouTube nach vorne bringen. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein Teil von mir bist und uns tiefe Liebe verbindet. Und ich freue mich von ganzem Herzen auf dich. Das nächste Mal. Bis dann.